Hallo Leute, da bin ich wieder. Unsere Nachbarin Ulla hat diesen wunderschönen antiken Keramikbrotkasten, der leider schon in die Jahre gekommen ist. Und da sie weiß, dass ich handwerklich etwas unterwegs bin, hat sie mich gefragt, ob man ihn etwas aufhübschen kann. Ich habe im Internet etwas recherchiert und erfahren, dass diese Brotkästen ab 1910 gebaut wurden. Das bedeutet, dieser Brotkasten dürfte um die 100 Jahre alt sein. So einen schönen Blickfang wollte ich nicht nur einfach etwas anschleifen und einölen, ich wollte ihn komplett auseinanderbauen und gründlich restaurieren. Das Scharnier und die restlichen Messingteile sollten auch wieder glänzen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein Schreiner oder Tischler, aber traue mich ab und zu trotzdem mit Holz zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass ich dabei garantiert auch Fehler begehe. Wie erwähnt, möchte ich den Brotkasten komplett zerlegen, um ihn vom Grund auf abschleifen zu können. Als erstes schraube ich den Deckel und das Scharnier ab. Ich beabsichtige auch natürlich alles wieder zu benutzen, das heißt Scharniere, Schrauben, es sei denn es geht etwas kaputt. Um den oberen Rahmen entfernen zu können, müssen die 4 Schrauben mit den Messingscheiben entfernt werden. Die Scheiben sind ab und der obere Rahmen kann entfernt werden. Die 100 Jahre Gebrauch sieht man den Rahmen natürlich an. Der eigentliche Keramikbrotkasten kann jetzt nach oben entfernt werden. Er wird von oberen und unteren Rahmen nur von den 4 Streben gehalten. Die Streben sind auch jeweils nur mit einer Schraube am unteren Holzrahmen befestigt. Eine Schraube ist mir beim Rausdrehen gerissen, die musste ich ersetzen. Da die einzelnen Bohrungen an den Streben nicht gleichmäßig waren, musste ich die Streben markieren, um später beim Zusammenbauen die Löcher treffen zu können. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Mit einem Exzenterschleifer und 120er Schleifpapier habe ich angefangen, erst den unteren Rahmen abzuschleifen. Die benutzten Werkzeuge und das Material werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich ein kostenloses Abo dalässt. Danke schon mal im Voraus. Ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Schleifprozess im Video zeigen und das Video unnötig in die Länge ziehen. Ich weiß, denn die einen möchten den ganzen Schleifprozess sehen. Den anderen ist das Video dann zu lang. Wie gesagt, es ist nicht einfach, so ein Mittelmaß zu finden. Ich hoffe trotzdem, dass ich genug vom Schleifprozess gezeigt habe, ohne das Video unnötig in die Länge zu ziehen. Hinterlasst mir gerne eine Meinung dazu. Im Brotdeckel ist diese schöne Keramik verbaut. Um schleifen zu können, muss die Keramik raus. Dafür muss man diese Sperrholzabdeckung entfernt werden. Die Abdeckung ist mit einigen kleinen Nägeln am Rahmen befestigt. Vorhin habe ich schon gesehen, dass die Sperrholzabdeckung schon einige Beschädigungen hatte. Die werde ich später ersetzen. Wie man sehen kann, war die Keramik zusätzlich eingeklebt. Und bevor ich sie ausbauen kann, muss ich den Kleber vorsichtig rauskratzen und entfernen. Und wenn alles vorsichtig rausgekratzt ist, kann man den Rahmen auch vorsichtig entfernen. Wenn man bedenkt, dass das Holz schon über 100 Jahre alt ist, sieht das Ganze eigentlich noch super aus. Jetzt kann der Deckelrahmen auch abgeschliffen werden und die noch vorhandenen Klebereste müssen auch noch rausgekratzt und abgeschliffen werden.
Das Messingscharnier, der Griff und die Schrauben sollen natürlich auch wieder im neuen Glanz erscheinen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. An der Keramik haben die 100 Jahre natürlich auch ihre Spuren hinterlassen, aber mit etwas Seife und Wasser ist es auch ganz schnell wieder beseitigt. Und ich muss ehrlich sagen, diese Motive gefallen mir richtig gut und die sind wirklich zeitlos. Das abgeschliffene Holz soll wieder die dunklere Optik bekommen. Deshalb habe ich es gebeizt. Ich habe Nussbaum hell gewählt. Die Beize kann man in Pulverform kaufen und dann mit Wasser selbst anrühren oder schon fertig angerührt kaufen. Möchte man das Holz noch eine Nuance dunkler haben, beizt ihr das einmal, lässt es trocknen und geht danach nochmal ein zweites Mal drüber. Dann bekommt ihr das Holz nochmal eine Nuance dunkler. Mit dieser Optik bin ich jetzt zufrieden und man kann auch deutlich den Unterschied erkennen. Das Ganze habe ich jetzt eine Nacht trocknen lassen und jetzt trage ich den Kleber auf, um die Keramik wieder mit dem Deckelrahmen verkleben zu können. Man sollte nicht so viel Kleber benutzen, damit der beim Anpressen nicht aus dem Rahmen auch rausquillt. Die Fugen werden natürlich auch noch verklebt und verstrichen. Und den Kleber habe ich natürlich auch eine Nacht durchtrocknen lassen. Am Anfang des Videos hatte ich ja schon erwähnt, dass die innere Sperrholzabdeckung vom Deckel beschädigt ist. Ich habe eine 3 mm dicke Sperrholzplatte gekauft und werde davon eine neue Abdeckung zuschneiden. Um den gleichen Farbton wie die alte Abdeckung zu erreichen, muss sie natürlich auch gebeizt werden. Die Sperrholzabdeckung war nur mit ein paar kleinen Nägeln befestigt. Damit das dünne Sperrholz nicht einreißt, habe ich die Löcher für die Nägel vorgebohrt und dann natürlich kleine Messingnägel eingeschlagen. Jetzt können die 4 Streben wieder an den unteren Rahmen geschraubt werden. So, die Streben sind dran und bevor die Keramikeinheit eingeschoben wird, wird das Holz mit Hermann Sachs Hartöl noch versiegelt. Das Öl gibt dem Holz einen schöneren, satteren Farbton und versiegelt gleichzeitig vor Feuchtigkeit. Ja, ich würde sagen, sieht richtig gut aus. Nachdem das Hartöl eingezogen ist, kann auch die Keramikeinheit eingeschoben werden. Jetzt wird noch der obere Rahmen mit den Streben verschraubt. Ja, die Keramikeinheit sitzt jetzt fest, kann nicht mehr rausfallen. Der Brotkasten ist schon fast fertig, jetzt fehlt nur noch der Deckel. Der Deckel wird jetzt auch noch mit dem Hartöl behandelt und ist bereit angeschraubt zu werden. Vorher wird natürlich noch der schöne Messinggriff angeschraubt. Ja, der Brotkastendeckel wäre somit fertig. Und jetzt wird noch das Messingscharnier angeschraubt und zu allerletzt wird der Deckel verschraubt. Ja, das war's.
Der antike Keramik-Brotkasten ist fertig und unsere Nachbarin Ulla wird sich hoffentlich freuen. Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.